Hallo, heute sind wir im Tiergarten Schönbrunn. Also das Besondere an den Schwalbensittichen ist, sie sind Zugvögel, das heißt sie leben in Südostaustralien und zum Brüten ziehen sie dann nach Tasmanien rüber. Das ist was sehr Besonderes für Papageien. Und dann haben sie auch noch eine Pinselzunge, das heißt sie haben nicht so eine normale Zunge, wie man es von Vögeln kennt, sondern das schaut aus, als wäre vorn so ein kleiner Stempel drauf, weil sie sind ja hauptsächlich Nektar- und Pollenfresser. Und mit dieser Pinselzunge können sie dann den Nektar aus den Blüten ganz gut herausfressen. Das Zugverhalten haben sie unter anderem halt auch deswegen, weil sie ernähren sich auch viel von Eukalyptusblüten. Und die Eukalyptusarten blühen ja dann zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Und dann ziehen sie eben deswegen nach Tasmanien rüber, weil da eben das Nahrungsangebot gerade am besten ist. Das brauchen sie natürlich im Zoo nicht, weil da steht ihnen jederzeit alles zur Verfügung. Nur das Problem, was es in Tasmanien gibt, da ist ein Kurzkopfgleitbeutler eingeschleppt worden und der dezimiert dann halt die brütenden Schwalbensittichweibchen und das ist auch ein Grund, warum sie hoch bedroht sind, also vom Aussterben bedroht sind. Auch ein zweiter Grund, warum sie so hoch bedroht sind eben der Lebensraumverlust und dadurch die schwindenden Eukalyptuswälder. Also es fehlt ihnen dann halt einfach Platz, um sich auszubreiten. Also was man da jetzt gerade sieht, das ist jetzt so, sage ich mal, die spezielle Herbstfütterung, aber spezieller Leckerbissen. Das sind Feuerdornbeeren, die werden halt erst im Herbst reif. Und das ganze Jahr über bekommen sie bei uns eben hauptsächlich Obst und Körner und so einen speziellen Nektar für Schwalbensittiche. Und sie fressen aber auch sämtliche Beeren wie Feuerdornbeeren, Weißdornbeeren. Das gibt es aber dann halt alles erst im Herbst. Und im Frühjahr ist so der super Leckerbissen für einer, wenn sie so Blüten kriegen. Apfelblüten, Kirschblüten, Holunderblüten. Also da macht man ihnen dann wirklich super Freude. Was jetzt die Zucht von Schwalbensittichen betrifft, sie sind sehr territoriale Vögel. Das heißt, man kann da jetzt nicht einfach Nistkästen so wie man will hinhängen. Also ein Bärchen hat immer einen gewissen Platz, wo es brütet und braucht dann immer einen gewissen Abstand zu einem anderen Bärchen. Das haben wir zum Beispiel so gelöst, dass wir bei uns im Innenraum zwischen den Nistkästen große Sichtschutzbretter aufgehängt haben, dass sie die einzelnen Bärchen halt nicht sehen. Und es funktioniert ganz gut. Und wir haben jedes Jahr so zwischen 3 bis 5 Bärchen, die brüten, mit jeweils 1 bis 3 Küken pro Nest. Und sie machen meistens sogar 2 Bruten im Jahr. Also das funktioniert eigentlich ganz gut bei uns. Was halt bei der Zucht ganz ein entscheidendes Thema ist, es ist halt eine Erhaltungszucht. Die Jungtiere werden dann immer an andere Zoos abgegeben, dass die dann auch wieder weiter züchten können. Es gibt ja da ein Erhaltungszuchtprogramm. Also da wird ja wirklich geschaut, dass man die Vögel großflächig verteilt und zwar so verteilt, dass die nicht miteinander verwandt sind, also dass man in diese Zoogruppe auch keine Inzucht reinbringt. Und es ist halt auch super Beschäftigung für die Tiere. Es gehört halt zu ihrem natürlichen Verhalten, dass sie im Frühjahr sich die Bärchen zusammensuchen, ab und zu ein bisschen Streitereien haben, wer jetzt mit welchen Weibchen zusammen ist und dann halt das Nest beziehen, Eier legen, brüten und die Jungtiere aufziehen. Da sind sie ja dann immer so gute 2 Monate beschäftigt mit einer Brut. Wir
haben wir da mit den Schwalbensittichen gemeinsam eine Gemeinschaftshaltung mit den Mähnengänsen. Man darf sich nur von dem Namen nicht täuschen lassen. Sie heißen zwar Mähnengänse, es sind aber eigentlich Enten. Und sie heißen deswegen Mähnengänse, weil sie sich vom Verhalten eher wie Gänse verhalten. Also sie verbringen doch viel Zeit an Land und fressen viel Grünzeug und Salat. Und man muss sagen, vom Salat profitieren auch die Schwalbensittiche, weil die ab und zu dann an den Boden herfliegen und den Salat von den Mähnenenten fressen. Dafür kriegen aber die Mähnenenten manchmal ein bisschen was von den Körnern von den Schwalbensittiche. Also das ist so. Sie helfen sich ein bisschen gegenseitig. Jetzt das Abonnieren nicht vergessen und schau doch mal in unsere Playlist über den Tiergarten Schönbrunn in Wien.